Hallo liebe Hausbauhelden, beim heutigen Hauscheck, da schauen wir uns ein Holzhaus an, das Bodenständigkeit und Gemütlichkeit mit zukunftsgerichteter Ausstattung und Technik kombiniert. Die Rede ist vom Vitalhaus Heidi von Regnauer Hausbau. Ja, und wie sich diese beiden scheinbaren Gegensätze in ein stimmiges Gesamtbild vereinen lassen, das schauen wir uns jetzt an und wir starten wie immer im Außenbereich. Das Musterhaus Heidi bietet auf 2 vollnutzbaren Geschossen 177 Quadratmeter Wohnfläche unter einem 20 Grad geneigten Satteldach. Nicht zu übersehen ist das Element Holz in der Kombination aus Holzverschalung in 3 Profilbreiten, Putz in Anthrazit und den farblich angepassten Platten in den Fensterbändern. Das Bekenntnis zu Holz zieht sich weiter durch die energetisch optimierte Gebäudehülle mit Holzfaserdämmung und dreifach verglasten Passivhausfenstern aus eigener Produktion des Herstellers. Das garantiert einen sehr niedrigen Energiebedarf. Um den möglichst umwelt- und kostenschonend zu decken, verfügt das Haus über eine PV-Anlage mit Batteriespeicher. Geheizt und gekühlt wird über eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Ein Highlight im Außenbereich stellt die Veranda mit Pizzaofen dar, die von einer aus rohen Balken gezimmerten Pergola eingerahmt wird. Werfen wir nun einen Blick nach innen. Wir starten im Eingangsbereich in der großzügigen Diele. Linker Hand befindet sich ein Gäste-WC, rechts gelangen wir in das Homeoffice, das natürlich auch als Gäste- oder weiteres Kinderzimmer genutzt werden kann. In der Diele an der Wand befindet sich das Touchpanel, über das sich die Haustechnik wie Heizung, Beleuchtung und auf Wunsch auch die Alarmanlage steuern lässt. Geradeaus könnten wir über die Treppe in den Keller gelangen, wo die gesamte Haustechnik untergebracht ist. Auf ein Highlight im Flur wollen wir kurz genauer schauen, denn diese Lackspanndecke ist schon ein Hingucker. Eine Spanndecke ist erstmal eine Deckenverkleidung, die unter der normalen Decke abgehangen wird. Verwendet wird dafür meist PVC-Folie und für diese Lackoptik, da wird das Ganze noch mit Schutzlack behandelt. Ja, und angebracht wird so eine Decke über Profilleisten, die an der Wand angebracht werden, und da wird die Decke einfach eingeklemmt und eingespannt. Lackspanndecken vergrößern den Raum optisch und sehen für viele sehr elegant und extravagant aus. Sie eignen sich auch zum Abdecken von welligen oder rissigen Decken, alten Decken wie Holz- oder Rauputz. Vorteile von Lackspanndecken sind die recht schnelle Montage von 1 bis 2 Tagen und sie sind leicht zu reinigen. Zu den Nachteilen zählt, dass der Preis vor allem mit Profimontage nicht ohne ist, dass die Decken nicht unendlich weit gespannt werden können, also nicht für jede Raumgröße geeignet sind, und gegebenenfalls sind Elektrowartungen unter der Decke schwierig. Gehen wir nun nur wenige Schritte weiter, befinden wir uns direkt im Wohngeschehen, wo Kochen, Essen und Wohnen in einem großzügigen Raum stattfinden. Die große, offene, vom Schreiner angefertigte Küche lädt zum familiären Zusammensein ein. In der Holzlege lagert Nachschub für den Kaminofen nebenan und hinter der Küche befindet sich noch eine praktische Speisekammer. Ebenso einladend ist auch die neben dem Kamin befindliche Sitznische im großzügigen Essbereich, in dem hier ein 2,40 Meter langer und 1 Meter breiter massiver Holztisch Platz findet. Optisch getrennt werden Ess- und Wohnbereich durch die Trennwand mit der davor liegenden Treppe. Die schmale Brüstung in Z-Form entwickelt sich aus dem Parkett des Bodens und baut eine besonders stimmige Brücke für den Übergang vom Erdgeschoss zum Obergeschoss. Oben angelangt befinden sich linker Hand 2 ähnlich geschnittene Kinderzimmer und auf der anderen Seite des Flurs ein großzügiger Elternbereich. An dieser Stelle ein kurzer Exkurs. Das Obergeschoss, das gibt es noch in anderen Grundrissvarianten. Eine Möglichkeit wäre, dass durch eine etwas andere Aufteilung ein Kinder- und Gästebad oben entsteht, und eine andere Möglichkeit wäre, dass der Ankleideraum wegfällt und dafür ein drittes Kinderzimmer geschaffen wird.
Hier in dieser Variante von Heidi setzt sich der Elternbereich zusammen aus einem Schlafzimmer, einer Ankleide und einem Wellnessbad mit Dusche und Badewanne. Und einem besonderen Highlight für die elterliche Entspannung, eine eigene Sauna. Was sagt ihr? Ist es mit diesem Haus gelungen, die scheinbaren Gegensätze von Bodenständigkeit und Gemütlichkeit im Holzhaus mit zukunftsgerichteter Ausstattung und Technik in Einklang zu bringen? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr über dieses Haus wissen wollt, dann findet ihr wie immer den Link zu unserer Hausdatenbank in der Videobeschreibung oder ihr schaut es euch einfach live an im Bauzentrum in Poing bei München. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert dabei auch unbedingt die Glocke, denn dann verpasst ihr keins unserer Videos mehr.